Living in a roots reggae house, oh yeah. Where we feel the rhythm deep down in our soul. Embracing our cultural heritage, oh yeah. Hear the drums beat and let the music take control. Moin, herzlich willkommen zu unserer Mars Hydro Vergleichsgrow-Serie. Und heute ist es soweit, heute starten wir unsere Erde. Und was wir dazu benötigen, das zeige ich euch gleich. Ja, heute geht's los. Heute schmeißen wir die Erde. Unsere wunderschöne Live Soil, die wir hier in den schönen weißen Säcken haben, kommt in die Töpfe und die wird aktiviert. Das heißt, wir packen die Erde aus, wir hauen unsere schönen Gründüngung rein, unsere Mikroorganismen, unser Saponin, was wir brauchen, damit das schön schaumig wird, und unser Stroh. Und Wasser habe ich natürlich auch vorbereitet, damit es direkt losgehen kann. Das heißt, ich schnappe mir jetzt gleich mal eine Töpfe, und zwar haben wir dafür einmal ein 20 Liter Topf. Da kommen 20 Liter Erde rein. Dann haben wir hier ein 40 Liter Erde reinkommen. Die Größe kennt ihr noch vom letzten Aktivierungsvideo. Und jetzt kommen wir zum großen. Zum 100 Liter Topf. So, den habe ich mal in Grau gemacht, damit er auch auffällt und nicht untergeht bei den beiden anderen. So. Der kommt auch hier rein. Wie ihr sehen könnt, passen die wunderbar in unser Zelt. Du kommst dahin, du kommst dahin. So. So, keine Angst haben, dass die Töpfe jetzt so zusammenfallen. Gar kein Problem. Nachher, wenn die Erde drin ist, dann halten die sich von alleine. So, die kleinen sowieso, die stehen wie eine 1. So, ich würde sagen, schnappen wir unseren ersten Sack und kippen den mal gleich rein. Ein Messer habe ich mir diesmal auch vorbereitet. Hab eine Hosentasche. Und komm her, mein Kleiner. So, filmen wir erstmal den hier hinten. Dann brauchen wir gleich nicht mehr durch. Dann gucken wir uns das schöne Zeug hier mal an. Einmal zur Seite. Oh ja. Oh, das ist richtiger Erdengeruch. Wunderbar. Herrlich. So, nicht vergessen. Beutel zur Seite und schon mal auflockern. Einmal ein bisschen rein mit den Händen. Ein bisschen zerreiben. Wie gesagt, die waren jetzt ein bisschen auf Palette mit Transport. Dann wird das alles ein bisschen in den Ecken geknarrt und dann ist das alles ein bisschen komprimiert. Deswegen einmal ein bisschen auflockern. Nicht, dass ihr dann nachher irgendwelche Trockenstellen habt oder irgendetwas, wo gar kein Sauerstoff rankommt, weil das zu komprimiert ist. Und ihr nachher irgendwie mit Wurzelfäule kämpfen könnt. Am besten jetzt das Problem beheben, anstatt dass ihr nachher darunter leidet. Einmal schön durch. Oh, herrlich, dieser Geruch. Wenn es jetzt schon Riech-YouTube geben würde, herrlich. Ist zwar nicht für jedermanns Geruch, aber ich bin da total verliebt drin. Also ich könnte mir das auch Parfum vorstellen. So, da haben wir den ersten Sack. So, du kommst zur Seite. Und du kommst mit. So. Ich schmeiße jetzt den noch rein. Und dann Rest machen wir dann gleich hier einen Schnelldurchlauf, wie ich die anderen hier auffülle. Weil viel zu sagen, dazu gibt's nichts mehr, außer dass ihr darauf achten müsst, dass ihr die einmal vernünftig auflockert. Und zum Rest kommen wir dann, wenn die Erde drin ist. Deswegen hört ihr mich gleich wieder. Living in a roots reggae house, oh yeah. Where we feel the rhythm deep down in our soul. Embracing our cultural heritage, oh yeah. Hear the drums beat and let the music take control. From the land of the sun where the palm trees sway, oh yeah. We bring the vibes of our ancestors night and day. Oh
So, und jetzt sind wir bei unserem letzten Sack, den Sack Nummer 8. Dann haben wir hier die 100 Liter Erde drin voll. Und dann geht's auch gleich weiter mit der Aktivierung an unserem Mars Hydro Setup hier. Der letzte Sack geht rein. Den jetzt auch nochmal wieder schön klein machen. Also alles schön fluffig habt da drin. Weil fluffig wollen wir haben. Fluffig wollen die Wurzeln. Dann geht's denen auch super. Und das tun wir jetzt nochmal alles schön hier. Ist herrlich mit der Erde zu spielen. Wie damals ein Kind im Sandkasten. Nur, dass du das jetzt im Haus hast. Herrlich. So. Hier sind noch ein paar große Klumpen. Schöne Feuchtigkeit hat die Erde auch noch. Gucken wir mal hier, wie die zusammenhält. Dann macht man hier einmal diesen Drucktest. Und wenn die richtig doll, wie ihr könnt, seht ihr, die klebt jetzt noch einigermaßen zusammen. Das heißt, da muss noch Feuchtigkeit dran. Dann machen wir dann nachher ca. 5% Feuchtigkeit dran vom Volumen her. Das heißt, dann brauchen wir für alle Töpfe insgesamt ca. 8 Liter Wasser. Das reicht vollkommen aus. Und dann werden wir nachher in so 3 Tagen ca. nochmal 5% nachgießen. Und ja, dann sollten auch schon anfangen, unsere Grünbildung darin zu keimen und sich die Erde anfangen, lebendig zu werden. Bei uns sind die kleinste Größe ist hier 20 Liter Erde. Dann haben wir 40 Liter, dann haben wir 100 Liter. Alles hier in unserem Mars Hydro Equipment und so eine FC 4800 Lampe, der 6 Zoll Abluft vom Mars Hydro und den kleinen süßen 6 Zoll Umluftventilator. Und was jetzt noch in die Erde kommt, ist die Gründüngung. Und zwar haben wir hier unseren bekannten Mix, den ich schon mal vorgestellt habe, Facelia, Inkarnatklee und Gelbsenf. So sehen auch denn, wenn ihr bei uns die Gründüngung bestellt, sehen auch so die Beutel aus. Natürlich noch mit einem Aufkleber, was da drin ist. Und ihr sehen könnt, komplett frisch. Reißen wir mal auf. Da haben wir das schöne Saatgut. Und dann nehmt ihr einfach mal ordentlich was in der Hand. Und einfach schön hier verteilen. Da könnt ihr gar nicht zu viel machen. Das, was nicht keimt, das wird dann einfach von den Mikroorganismen und Würmern und so weiter und Nützlingen aufgefressen. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Da braucht ihr nicht mit sparsam sein. Einfach drüber. Ab zum nächsten. Einigermaßen gleichmäßig verteilen. Wir werden das gleich noch ein bisschen in die Erde einmassieren, die Samen. Und der letzte. So. Ein bisschen komme ich besser rein, wollen nicht so einen krummen Rücken machen. Und der letzte hier. So, jetzt geht's an die Flüssigkeiten. Dafür haben wir einmal unser bekanntes Saponin. Da könnt ihr verschiedene Sachen nehmen. Wie gesagt, einmal Saponinpulver. Es gibt Waschnüsse, es gibt Seifenrinde, es gibt Aloepulver, es gibt Yucca-Extrakt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Saponine. Und das ist halt ein ökologisches Tensid. Das ist sehr gut für die Pflanzen, damit sich das Wasser hier drin schön gleichmäßig verteilt. Dann haben wir nochmal zum Kickstarten unsere effektiven Mikroorganismen, die wir da reinhauen. Die von uns im Shop, die werden andere sein. Den habe ich jetzt noch zu Hause gehabt. Deswegen benutze ich den erstmal auch, bevor ich dann unseren eigenen benutze. Und von daher rein damit. Das Wasser, das habe ich hier vorbereitet mit unserem schönen Akkupumper. So, aber ich hatte ja noch vorhin gesagt, wir müssen die Sack nur noch ein bisschen einmassieren in die Erde. Deswegen kommt noch mal kurz mit. Dann fangen wir hinten mal an. Dafür nehmt ihr einfach eure Hand, ein bisschen ausfächern und einfach hier so ganz grob verteilen. Dass es ein bisschen Kontakt hat mit der ersten Erdschicht, mit den ersten Zentimetern in der Erde. Und dann kann das auch super keimen. Das machen wir jetzt einfach weiter hier. Einfach so grob verteilen.
Ohne viel Druck, einfach ein bisschen rüberwischen. So, und den kleinen hier vorne. Machen wir mal hier zwischen die Beine eben schnell. So. Das war's schon. Schon hat mir das Gründüngung ausgetragen. Jetzt kommen unsere Flüssigkeiten. Machen wir einmal hier unsere effektiven Mikroorganismen. Ich habe jetzt ca. 8 Liter drin. Wie gesagt, mehr brauchen wir nicht hierfür, für die 5% jeweils, für jeden Topf. Das wären dann hier halt 5 Liter hierfür, 2 Liter da hinten, 1 Liter hier, macht zusammen 8 Liter. Das heißt, wir brauchen unsere reguläre Menge, 10 Milliliter pro Liter. Das heißt, hier kommen 8 solche Kappen rein. 2, 4, 6, 7 und die Nummer 8. Jetzt kommt noch eine Sache, die es euch ungemein erleichtert, das Bewässern, und zwar das Saponin. Und das machen wir jetzt, wie ihr mich kennt, einfach mal feiner Schnauze. Kommt jetzt hier ein bisschen was rein. Sachen werden ein bisschen klein gemacht hier drin, wenn ihr da so ein paar Brocken drin habt. Einfach ein bisschen klein drücken. Und dann wird es einfach hier reingerührt. Und da haben wir schon unsere Schaumbildung, das was wir wollen. Also sehr ergiebig das Zeug, da kommt ihr mit so einer Packung kommt ihr ewig und ja, wahrscheinlich für immer mit hin. Für einen regulären Grow definitiv, also da braucht ihr wirklich keine Sorgen haben, dass wenn das ein bisschen teurer ist, dass es euch mal ausgeht, definitiv nicht. Ja, und das war's schon. Mehr brauchen wir zum Aktivieren nicht. Und das wird jetzt hier reingekloppt. Einfach anschalten und dann kommt das schon. House we find our peace. With every note we sing, we set our spirits free. In this roots reggae house, we all come together. Reconnect with our roots, embracing our cultural treasure. Let the rhythm guide us as we dance to the beat. In this roots reggae house, we find our harmony so sweet. Jo, so, wir haben jetzt die Hälfte drin. Und wie ich schon öfters gesagt habe, ich mache immer gerne Hälfte, Hälfte. Die erste Hälfte jetzt, dann lasse ich das ein bisschen sacken. Und dann kommt die nächste Hälfte so eine Stunde, 1, 2 Stunden später. Und dann haben wir auch wirklich schön gleichmäßig alles am Wasser verteilt. Es kann sich bis unten schön über die nächsten Stunden durchsackern lassen. Ich meine, wir haben jetzt schon hier gut 4 Liter drin. Den haben wir jetzt zuerst gemacht. Und wenn ich jetzt hier schon anfange zu graben, seht ihr das? Es ist hier schon wieder trocken. Das heißt, es ist gerade mal noch nicht mal 1 Zentimeter in die Erde eingedrungen, obwohl wir schon 4 Liter Wasser drin haben. Und das ist halt der Trick, wenn man das schön fein macht und auch noch ein Saponin damit hat, dass es wirklich schön langsam durchsickert und dass alles gleichmäßig hinkommt. Ihr habt keine Trockenstellen, ihr habt keine zu feuchten Stellen. Es ist gleichmäßig, es ist perfekt. Von daher, für mich ist das einfach Must-have in meinen Augen. Einen kleinen Drucksprüher, einen vernünftigen, sei es jetzt mit der Hand zu pumpen, sei es von Akkusprüher, den ich von Grow Empire geschenkt gekriegt habe. Also ich bin mehr als zufrieden damit. Geht einfach super. Und was ich noch mal kurz sagen wollte, so ein 100 Liter Beet, wie ihr das hier seht, so ein Topf, das reicht für 3 Pflanzen. Diese Erde, da könnt ihr 1, 2, 3 Pflanzen perfekt reinsetzen. Genau das, was laut Gesetz vorgeschrieben ist, habt ihr mit so einem 100 Liter Erdebeet perfekt abgedeckt, eure 3 Pflanzen. Da kriegt ihr super drin hinten. Ihr könnt das in ein 60x60 Zelt reinmachen, in 80x80. Es passt super rein. Ihr könnt das hinstellen. Die Erde habt ihr für immer. Ihr braucht nie wieder euch überlegen, oh Scheiße, wo schmeiße ich jetzt die Erde hin? Wo soll die jetzt weg? Muss ich die jetzt irgendwie entsorgen? Ihr braucht euch nicht mehr großartig um Dünger kümmern. Ab und zu mal ein Topdressing machen. Reicht vollkommen aus bei dieser Menge bei 3 Pflanzen. Auch für Automatic-Pflanzen ist das super. Ihr braucht einfach nur reinsetzen und fertig keimen lassen. Ab geht's. Also für mich würde ich sagen, für 3 Pflanzen ist so ein 100 Liter Beet in so ein 60x60, 80x80 einfach ideal. Und ja, die anderen beiden,
Wie gesagt, das ist jetzt so, 40 Liter ist für mich so die absolute Mindest. Für eine Pflanze ist das für mich die absolute Mindestgröße. Und 20 Liter, wollen wir mal gucken, wie nährstoffreich unsere Erde ist. Da bin ich auch selber mal gespannt, weil in so kleinen Töpfen habe ich selber ewig nicht mehr gegrowt. Also da kann ich nichts zu sagen, wie das da drin performt. Ich habe seit Jahren in meinen großen Beeten am Grown und selbst 100 Liter ist für mich klein. Von daher bin ich echt mal gespannt, wie die Nose Candy, die wir von Grow Gemeinschaft Lippe bekommen werden, die Tage hier drin performen werden. Das war jetzt genug gesabbelt. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Stroh hier hinlegen. Und da nehmen wir wieder hier unseren bekannten Luzern. Wir sehen können, so eine Packung reicht für ewig. Da kommt ihr ganz, ganz, ganz lange mit hin. Das stelle ich mir mal hier parat. Und dann einfach hier drauf. Nicht zu dick. Ihr wollt ja noch, dass das alles keimt. Eure Gründüngung. Wenn ihr die jetzt dann komplett, weil ihr habt ein paar Lichtkeimer dabei, ihr habt ein paar Schattenkeimer dabei. Von daher sollte das nicht zu dicht sein. Ungefähr so Zentimeter, halben Zentimeter bis Zentimeter Mulchschicht. Später kann man immer noch was nachlegen, wenn man nachher die Gründüngung wieder runterschneidet. So, nächste Beet. Sehen können, deswegen habe ich jetzt auch noch ein bisschen Wasser aufbewahrt. Das staubt nämlich ganz gut, das Zeug. Und wenn ihr es nachher ein bisschen befeuchtet, dann habt ihr nachher den ganzen Staub nicht in der Luft, sondern der geht direkt an der Erde ran. Bleibt er denn. So. Topf Nummer 2 auch gemulcht. Jetzt kommt der letzte. Ja, so einen halben Zentimeter bis Zentimeter Mulchschicht ist ideal für den Anfang, damit die Gründüngung noch gut durchkommt. Wunderbar. Das war's schon. Jetzt haue ich noch mal ein bisschen Wasser eben kurz drauf, eben zum Angießen. Und der Rest, der wird dann nachher in ca. 1 bis 2 Stunden drüber gesprüht. So, einmal zur Seite mit dir. Und du kommst wieder in meine wunderschönen Hände. So, einmal nur alles schön nass machen, einmal. Den Staub nach unten sprühen. Ich denke, wunderbares Volumen für 3 Pflanzen. 1, 2, 3, kriegt ihr wunderbar dahin. Also für mich ist das so, wenn ihr 3 Pflanzen haben wollt, ein 60 x 60 Zelt, 80 x 80 Zelt, ist das einfach 100 Liter, kriegt ihr da locker unter. Und ihr müsst immer bedenken, diese Erde ist eine einmalige Investition. Das ist wirklich nur einmalig ein bisschen was ausgeben, einmal was Vernünftiges haben, was ihr dann wirklich, wenn ihr das so wie in der Videoreihe, die ich jetzt mache, weiterverfolgt in den kleinen Töpfen, habt ihr da auf ewig Spaß mit und auf ewig schöne, gesunde, kräftige Pflanzen und terpenreiche Blüten. Definitiv. Klein hier. Und wie ihr sehen könnt, es ist mega einfach, unsere Live Soil hier zu aktivieren. Deswegen kommt mal richtig dran hier, damit ihr mir ordentlich seht. So. Und wie gesagt, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben die Säcke aufgemacht, wir haben unsere Gründüngung draufgeschmissen, wir haben effektive Mikroorganismen, ein bisschen Saponin draufgekippt. 5% vom Volumen werden wir heute über den Tag verteilt darüber kippen. Denn in 2 bis 3 Tagen nochmal 5%. Und in 2 bis 3 Tagen sollten auch schon die ersten Gründüngungssachen keimen. Und ja, das könnt ihr nämlich auch jetzt alles live sehen über diese kleine Kamera hier, die ich installiert habe. Das werde ich dann auf YouTube und Twitch, wird das hier live gestreamt. Ihr könnt also komplett live dabei sein, wie hier alles wächst, wie hier alles gedeiht, was ich hier mache. Und ja, wenn ich das Video drehe, seht ihr mich ja auch am Rumrennen in den Links. Deswegen, ihr seid komplett dabei. Diese ganze Grow-Serie von Mars Hydro Grow mit dem wunderschönen Setup mit der FC 4800 hier oben. Der Mars Hydro Abluft, der Umluft
und diesen schönen 21x21 Zelt, wo man sich schön super drin bewegen kann, muss ich sagen. Die Größe ist also für mich ja angenehm, kann man gut drin arbeiten. Also ich kann mich hier drin bewegen. Normalerweise habe ich ja immer ein großes Beet hier drin stehen, deswegen ist es für mich auch ein bisschen Neuland, sich in diesen quadratischen Zelten nicht so schön zu bewegen, in kleineren. Angenehm. Kriegen wir wohl hin, denke ich mal. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und vergesst nicht vorbeizuschauen bei uns im Shop. Schöne Live-Soll zu kaufen auf kanaspot.de. Gerade gibt's noch 20% mit dem Code GET20. In dem Sinne, say hi. Auf Wiedersehen.